Untertitel in Videos sind nicht nur für Shortform-Content wie Instagram Reels, Stories, YouTube Shorts oder auf TikTok interessant. Auch hier auf YouTube, auch mit den langen Videos, werden Untertitel häufig gerne ganz am Anfang des Videos eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu bekommen und zu halten. Um den Effekt nochmal zu steigern, sind die Untertitel dann auch sehr stark animiert und sehr dynamisch auch. Teilweise auch so eine Wort-für-Wort-Animation. Und dank KI wird das Erstellen von Untertiteln, also das Transkribieren eurer Audio, auch immer leichter. DaVinci Resolve hatte auch eine eingebaute Funktion, die ist allerdings nur in der Studio-Version verfügbar. Es gibt aber auch Plugins, zum Beispiel CaptionCat von Marmoworld, und dieses Plugin wollen wir uns heute angucken. Damit könnt ihr einerseits auch nochmal transkribieren oder ihr könnt auch die Untertitel damit direkt in einem gewissen Stil generieren und animieren. Ich möchte in diesem Video auf die Vor- und Nachteile von CaptionCat eingehen, für wen das Ganze interessant ist, und euch auch zeigen, wie man das Ganze nutzen kann. Zunächst aber noch ein Disclaimer. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe allerdings die Lizenz für CaptionCat von Marmoworld, von den Machern von CaptionCat, geschenkt bekommen. Aktuell kostet es $50, also ein bisschen unter 50 Euro. Das musste ich eben nicht ausgeben. Trotzdem hat Marmoworld keinen Einfluss auf dieses Video. Sie haben dieses Video auch nicht vorher gesehen. Das heißt, ich kann hier trotzdem frei und offen meine Meinung sagen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Aber beginnen wir jetzt mal direkt in Resolve und gucken uns anhand eines Beispielclips an, wie DaVinci Resolve die automatische Transkription machen würde und wie das Ganze bei CaptionCat aussehen würde und wie die Ergebnisse sich miteinander vergleichen lassen. Ich habe hier einen Beispielclip in meiner Timeline und kann den einmal durchlaufen lassen. Dies hier ist ein Testclip, den ich gleich transkribieren werde, einmal mit DaVinci Resolves intern eingebauten Transkriptionstool und so weiter. Brauchen jetzt nicht in voller Länge hören. Und wenn ihr das Ganze mit DaVinci Resolve transkribieren und direkt Untertitel erstellen wollt, findet ihr die unter Timeline Untertitel von Audio erstellen. Sollte euch das nicht angezeigt werden, kann es daran liegen, dass ihr die kostenlose Version von DaVinci Resolve habt. Aktuell funktioniert es nur in DaVinci Resolve Studio, also in der Bezahlversion von DaVinci Resolve. Und nachdem ihr da draufklickt, könnt ihr ein paar Einstellungen machen, nämlich ihr könnt die Sprache einstellen, könnt es auf Auto lassen oder auf Deutsch. Ihr könnt hier irgendwelche Subtitle-Defaults einstellen, könnt sagen, wie viele Zeichen pro Zeile maximal angezeigt werden sollen. Ihr könnt sagen, ob 1 oder 2 Zeilen angezeigt werden sollen im Untertitel und eben die Lücke zwischen den Frames. Wenn ihr gleich CaptionCat dann nutzen wollt, um die Untertitel zu animieren, müsst ihr ein paar Einstellungen ändern, nämlich die maximalen Zeichen pro Zeile. Da müssen wir hier eine 1 einfügen. Das liegt daran, dass, wenn wir die Untertitel jetzt erstellen, werdet ihr gleich sehen, dass Wort für Wort ein neuer Untertitel generiert wird. Und das benötigt CaptionCat einfach, um die Animation gut machen zu können. Den Rest könnt ihr so lassen. Ihr könnt es auf Auto lassen und unten auf 0 lassen. Jetzt klicken wir auf Erstellen und schauen mal, wie lange es dauert. Und das ging richtig schnell. Also das ist wirklich eine coole Sache. Und wenn wir jetzt mal durchlaufen lassen. Dies hier ist ein Testclip, den ich gleich transkribieren werde. Einmal mit DaVinci Resolves intern eingebauten Transkriptionstool. Dann sehen wir, dass es schon sehr gut ist. Es sind ein paar kleinere Fehler. Zum Beispiel hier, DaVinci ist nicht richtig. Und das Ganze könnte ich anpassen, indem ich es anklicke, auf den Inspektor gehe und dann Untertitel. Da seht ihr dann eben die kompletten Untertitel. Das entspricht den Untertiteln hier. Und könnte reingehen und sagen, es heißt DaVinci. Und ich könnte auch unter Spur gewisse Anpassungen machen. Zum Beispiel könnte ich die Schriftart ändern oder die Größe kann ich ändern. Und das würde sich dann eben nicht nur auf diesen einen ausgewählten Clip, sondern weil es Spur ist, würde sich es eben auf alle beziehen. Kleine Side Note, es gibt eine Möglichkeit, wie ihr mehrere Untertitelspuren ins gleiche Video bekommen könnt. Das ist einerseits interessant, wenn ihr zweisprachig gleichzeitig anzeigen wollt, also einen deutschen und einen englischen Untertitel, oder wenn ihr Untertitel pro Sprecher anders anpassen wollt. Zum Beispiel Sprecher A hat einen roten Untertitel und Sprecher B hat einen grünen Untertitel. Könnt ihr es in DaVinci auch machen, da habe ich auch ein Video zu gemacht und das findet ihr jetzt, ich glaube, hier oben oder in der Infobox verlinke ich es auf jeden Fall. Jetzt setzen wir das Ganze hier aber erstmal nochmal zurück und gucken mal, wie die Transkription mit CaptionCat laufen würde. Dazu, nachdem ihr es installiert habt, geht ihr auf Arbeitsbereich, Scripts, Marmoworld, CaptionCat for Resolve und habt dieses kleine Pop-up-Fenster. Bevor wir aber darauf eingehen, CaptionCat nutzt ein darunterliegendes anderes Modell als DaVinci Resolve zum Transkribieren, das sogenannte Whisper-Modell von ChatGPT. Das ist insofern interessant, dass ihr mit diesem Tool eine viel größere Anzahl an Sprachen habt, die ihr damit transkribieren könnt. Wie ihr aber gesehen habt, ist Deutsch auch in dem Modell von DaVinci Resolve dabei. Trotzdem erzielt CaptionCat mit dem Whisper-Modell
in der Regel viel bessere Ergebnisse, viel genauere Ergebnisse als das interne Tool von DaVinci Resolve. Aber gucken wir uns jetzt mal an, was ihr hier für Auswahlmöglichkeiten habt. Ihr habt einmal die Auswahlmöglichkeit Transcribe Audio, das wollen wir gleich machen, und könnt dann auswählen, wollt ihr Wort für Wort transkribieren, wollt ihr ganze Sätze immer transkribieren, das bedeutet, einer dieser Blöcke hier unten wäre dann immer ein ganzer Satz. Oder wollt ihr Line, Word and Combined machen? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein und dann zeige ich euch nochmal, was das bedeutet. Zusätzlich habt ihr noch unter den Settings weitere Einstellungen. Unter Language könnt ihr sagen, welche Sprache es ist. Könnt ihr aber auch auf Detect Language lassen und es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, vor allem mit Deutsch. Das Whisper-Modell habt ihr Small, Medium und Large. Ich nutze gerne Large und beim ersten Mal muss es das Ganze runterladen. Das kann ein bisschen dauern, sind ein paar Gigabyte, die es runterlädt. Minimum Gap Duration bedeutet, wie lange muss zwischen Wörtern eine Pause sein im gesprochenen Text, bis auch dann CaptionCat eine Pause zwischen den Subtitles machen würde. Das bedeutet in dem Fall, wenn zwischen zwei Wörtern, die ich spreche, weniger als eine Sekunde ist, werden die Subtitles die ganze Zeit durchgehend angezeigt. Wenn ich mir mehr Zeit zwischen Wörtern lassen würde, also mehr als eine Sekunde oder den Wert, den ihr eintragt, wird der Untertitel kurz ausgeblendet, bevor das nächste Wort im Untertitel wieder angezeigt wird. Ihr habt darunter noch die Sentence Options. Die sind nur relevant, wenn ihr hier nicht Word, sondern Sentence ausgewählt habt. Einmal Sentence Segmentation. In dem Fall bedeutet es, CaptionCat wird automatisch merken, ob nach einem Punkt oder nach einem Komma es sich lohnen würde, schon den nächsten Untertitel wieder anzufangen. Also die Aufteilung wird einfach ein bisschen schöner. Ihr könnt sagen, wie viele Zeilen pro Caption ihr haben wollt und ihr könnt sagen, die maximale Anzahl der Zeichen, also der Buchstaben und Leerzeichen und Satzzeichen ist hier aktuell auf 42. Play Beep ist quasi, wenn es mit der Transkription fertig ist, gibt es einmal ein akustisches Signal. Und was auch sehr, sehr cool ist, ihr könnt, wenn ihr hier auf Translate to English geht, könnt ihr einstellen, dass die Untertitel nicht auf der Sprache, die ihr quasi in der Audio habt, generiert werden, sondern automatisch auch übersetzt werden auf Englisch. Ich lasse es jetzt aber erstmal auf Deutsch, weil wir es ja vergleichen wollen. Unten habt ihr noch ein paar zusätzliche Parameter, habe ich aber noch nie angefasst und glaube ich, werde ich auch nicht. Und wenn ihr jetzt das erste Mal auf Transcribe Audio geht, dann kommt ein Pop-up-Fenster, was euch sagt, dass ihr erst dieses Modell runterladen müsst, das Whisper-Modell, ein paar Gigabyte groß, wie gesagt. Und danach müsste Folgendes passieren, nämlich ihr klickt auf Transcribe Audio. Und damit fängt auch der Prozess an. Was hier im Hintergrund jetzt passiert ist, es wird eine Audiodatei exportiert, deswegen springt es auch einmal kurz in die Exportseite. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. Wie ihr schon merkt, dauert es länger als das Transkriptionstool von DaVinci Resolve. Wenn ihr mit einem Windows-Rechner arbeitet, habt ihr das Problem nicht. Das ist ein reines Mac-Problem, dass es da etwas länger dauert. Und zwar findet die Transkription jetzt nur auf dem Prozessor statt und nicht auf der Grafikkarte, also findet nur auf dem CPU, nicht auf dem GPU statt. Dafür sind die Ergebnisse aber wirklich signifikant genauer. So, jetzt hat es das Ganze aber erstellt. Ich blende mal ein, wie lange es jetzt gedauert hat. Es ging eigentlich. Denn natürlich hängt es auch von der Länge des Clips ab, also wie viel Audio wird transkribiert. In dem Fall waren das jetzt 17 Sekunden. Da geht es dann relativ schnell. Es wird automatisch eine neue Untertitelspur generiert. Also Untertitel 1 nennen wir es mal um in Resolve und German Words nennen wir mal in CaptionCat. Und wie ihr seht, habt ihr hier keine Lücken zwischendrin. Das liegt nämlich an diesem Minimum Gap Duration. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anhören, dies hier ist ein Testclip, den ich gleich transkribieren werde. Einmal mit DaVinci Resolves intern eingebauten Transkriptionstool und dann noch mit CaptionCat. Dann sehen wir, dass das Ergebnis schon deutlich genauer ist als das von DaVinci Resolve. Trotzdem macht es ein paar Fehler, zum Beispiel bei CaptionCat macht es auch CaptionCAD. Das können wir auch wieder in den Untertiteln ändern. Und habt auch hier die gleichen Einstellungen zu den Untertiteln, wie ihr sie euch anzeigen lasst. Neben der Einstellung auf Word könnt ihr natürlich auch das Transkript auf Satzbasis machen. Dazu wählt ihr einfach Sentence ein, Transcribe Audio. Jetzt dauert es wieder ein bisschen. Und habe, nachdem das abgeschlossen ist, eben hier dann die Untertitel als ganze Sätze immer. In dem Fall habe ich jetzt sehr lange Sätze gesprochen, deswegen gibt es zwischendurch schon einen Umbruch. Aber hier hinten seht ihr, endet der Satz und hier kommt dann der nächste Satz. Und nachdem ich hier jetzt unten mal wieder alle anderen rausgelöscht habe, machen wir jetzt mal Line, Word and Combined. Transcribe Audio, lassen das Ganze wieder durchlaufen. Dann werdet ihr jetzt sehen, dass alles erstellt wurde. Also wir haben einmal die German Lines, das heißt die Sätze, wir haben German Words, die einzelnen Wörter und German Combined. Das ist hier ist ganz interessant, wenn ich das mal schließe und durchlaufen lasse, seht ihr jetzt, dass hier das erste Wort unterstrichen ist und dieses unterstrichene Wort zieht sich jetzt auch durch. Also dies hier ist ein Testclip, den ich gleich transkribieren werde, einmal mit DaVinci. Das heißt, damit habt ihr quasi auch schon mal eine kleine Animation. Wenn ich diesen Untertitel jetzt exportieren würde,
Als SRT-Datei zum Beispiel würde auch die Information, wann welches Wort unterstrichen sein muss, mit exportiert werden. Das heißt, die könntet ihr auch weitergeben. Was ihr damit aber nicht machen könnt, ist die Presets oder die Vorlagen der Animation in CaptionCat darauf anwenden. Die wendet man am besten immer auf German Words, also nachdem ihr Word ausgewählt habt, an, also auf die auf wortbasierte Basis der Transkription. Damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen zweiten großen Teil des Plugins, nämlich den Vorlagen, mit denen ihr Untertitel direkt und einfach animieren könnt. Und dabei ist vollkommen unabhängig, ob ihr diese Untertitel mit Resolve erstellt habt, ob ihr sie mit CaptionCat erstellt habt oder sogar manuell erstellt habt. Wichtig ist nur, dass es im besten Fall auf einer Wort-für-Wort-Basis ist, weil damit die Animationsvorlagen am besten funktionieren. Die Animation der Untertitel funktioniert dank CaptionCat dann sehr, sehr einfach. Ihr findet das Ganze unter Effekte, Titel, CaptionCat und habt dann erstmal die Aufteilung in horizontal oder vertikales Footage, also Landscape oder Vertical. Darunter findet ihr nochmal Kategorien. Es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt eine vertikale Vorlage auf euer horizontales Video zieht oder umgekehrt. Es ist nur ein Ticken optimierter dafür. In meinem Fall würde ich jetzt mal Landscape gehen und wie ihr seht, habt ihr da richtig viele Vorlagen. Ihr könnt dann, um euch die ganzen schon mal ein bisschen anzugucken, hier mit der Maus einfach langsam drüber scrollen und seht dann, wie die Caption ungefähr aussehen würde von der Animation her. Es ist ein Beispieltext, das ist noch nicht auf euren Untertitel angepasst. Das müssen wir hinterher machen. Und nehmen wir zum Beispiel mal das hier zum Beispiel, ziehen das jetzt einfach in den Videotrack rein, kann ich hier neben mal wieder ausblenden und ziehen das Ganze über die Dauer der Untertitel. Aber wie ihr seht, hat sich noch nichts getan. Ich sehe hier zwar schon mal eine leichte Vorschau, aber das ist wieder der Beispieltext, nicht unser eigentlicher gesprochener Text in dem Video. Bedeutet, wir müssen nochmal das Plugin öffnen und müssen jetzt die Vorlage auf unsere Untertitel anwenden. Und dazu müssen wir auswählen, von welchem Subtitle-Track, in unserem Fall Subtitle-Track 2, weil ich den von CaptionCat nehmen möchte. Und wo liegt die Vorlage, in welcher Videospur? In unserem Fall ist es Videospur 2. Also wähle ich hier die 2 aus und klicke auf Apply Subtitles. Und wie ihr gesehen habt, hat sich hier oben das jetzt geändert. Zusätzlich blende ich jetzt noch die Untertitelspur aus, sonst habe ich es doppelt drin. Und nachdem wir das Ganze schon mal ein bisschen vorcachen lassen und einmal abspielen, sieht das Ganze dann so aus. Dies hier ist ein Testclip, den ich gleich transkribieren werde, einmal mit DaVinci. Und das ist schon sehr, sehr gut. Ihr könnt jetzt zusätzlich einige Einstellungen hier im Inspektor machen, wenn ihr den Clip hier, eure Vorlage unten ausgewählt habt und dann in den Inspektor geht. Ihr könnt die Position verändern, also wo soll der Untertitel erscheinen, die Schriftart, den Schriftstil. Ihr könnt sagen, soll alles in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben, die Leserichtung von links nach rechts, die Größe, die Farbe. Da habt ihr wirklich unfassbar viele Auswahlmöglichkeiten. Auch hier könnt ihr noch mehr auf die Farben eingehen. In dem Fall ist es von dem Highlight, also von dieser Box hier. Welche Hintergrundfarbe es haben soll, ob Schatten dazukommen sollen, wie sollen diese aussehen. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel einstellen und rumspielen und das für euch komplett individualisieren. Zusätzlich habt ihr die Einstellung zu Text Segments. Das bedeutet, wie wird der Untertitel dargestellt, wie viel, wie wenig, wann kommen die Umbrüche. Wenn ich zum Beispiel die Maximum Lines per Caption nehme und die hochziehe, werdet ihr sehen, wie viele Zeilen werden mir gleichzeitig angezeigt. Wenn ich die Maximum Characters per Line, also wie viele Zeichen dürfen innerhalb einer Zeile sein, hochziehe, werdet ihr auch sehen, dass es viel mehr wird. Mit Add Line Breaks, Add Dots und Kommas könnt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zeilenumbruch oder eben ein kompletter Umbruch in den nächsten Untertitel kommt, nach einem Punkt oder nach einem Komma oder wann CaptionCat denkt, dass es eine gute Stelle ist. Je höher der Wert ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Umbruch gibt. Und ihr könnt euch auch noch die Transition Duration einstellen. Die ist für diesen Effekt jetzt nicht so relevant, aber bei manchen gibt es quasi zwischen zwei Untertitelblöcken gibt es eine kleine Animation oder eben eine Transition dazwischen. Und damit könnt ihr einstellen, wie schnell oder langsam die geht. Ihr könnt zusätzlich auch Umbrüche erzwingen. Also in dem Beispiel hier, wenn ich sage, ich möchte nach dem Wort Transkriptionstool, das Wort und soll nicht mehr auftauchen, das soll erst in dem nächsten Block erscheinen. Dann gehe ich in den Untertitel und muss einfach nur an der Stelle, wo ich den Umbruch haben will, ein Frame freilassen. Jetzt habe ich hier eine Lücke von einem Frame. Bisher hat sich hier oben aber noch nichts getan. Das liegt daran, dass wir jetzt unsere Vorlage nochmal darauf anwenden müssen. Auch wenn ihr hinterher noch Änderungen am Transkript selbst macht, zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte hier Transkriptionstool getrennt haben, dann tauchen die erst auf, nachdem ihr nochmal Apply Subtitles, also wieder Subtitle 2, Spur 2
Und jetzt ist es angewendet. Einmal Transkriptionstool wurde anders geschrieben und ich habe eben diesen Umbruch nach dem Wort. Das Wort und ist also jetzt im nächsten Block. Was jetzt aber auch passiert ist, wenn ich das hier einmal kurz laufen lasse, habe ich hier ein Frame lang, wo der Untertitel komplett weg ist. Das möchte ich nicht. Ich finde, das sieht ein bisschen unprofessionell aus. Und auch hier gibt es eine Einstellung, die ihr habt, nämlich nochmal auswählen und auf Show During Gaps aktivieren. Dann wird auch, wenn im Untertitel eine größere Lücke ist oder auch eine kleinere Lücke, wird trotzdem der letzte Untertitel über die Dauer der Lücke weiterhin angezeigt. Das heißt, ihr habt zu jedem Zeitpunkt einen Untertitel angezeigt. Manchmal möchte ich das aber nicht, vor allem wenn eine größere Lücke ist. Also wenn ich zum Beispiel A-Roll habe, also ich habe, wie jemand spricht, dann kommen ein paar Shots, wo niemand spricht und dann kommt nochmal eine Interviewsequenz, wo es weitergeht mit dem Gesprochenen, würde mit dieser Einstellung aktuell durchgehend der letzte Untertitel angezeigt werden. Ihr könntet das verhindern, indem ihr dieses Show During Gaps aktiviert, aber dann für die Dauer, wo der Untertitel nicht angezeigt werden soll, die Vorlage einfach entfernt. Also jetzt würde der Untertitel angezeigt werden, jetzt über die Zeit nicht. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt was, wo nichts gesprochen wird und hier hinten wird es dann wieder eingeblendet. Was ihr auch machen könntet, wenn ihr zum Beispiel über ein sehr langes Video den Stil, wie die Untertitel animiert werden, ändern wollt, oder auch hier, wenn ihr sagt, ich möchte pro Sprecher einen gewissen unterschiedlichen Stil haben, könnt ihr mehrere Effekte auch ins Gleiche reinziehen. Nehmen wir mal den 3D-Effekt zum Beispiel. Muss den natürlich jetzt auch nochmal anwenden. Also aktuell ist wieder nur die Vorschau, der Vorschautext. Das heißt, es würde jetzt hier vorne noch mein erstes Beispiel drin sein und hier hinten springt es dann auf das zweite Template. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wenn ich hier vorne irgendwelche Änderungen vornehme, zum Beispiel möchte ich die Highlight-Farbe jetzt eher in so einem Rot haben. Hier hinten ist es aber jetzt noch grau, dann könnte ich einfach den Clip mit der Vorlage, mit der angepassten Vorlage nehmen, nach hinten rüber kopieren, ziehe den mal hier komplett an die Stelle. Aber wie ihr seht, übernimmt er jetzt noch die Untertitel von vorne, weil die Untertitelinformation ist in dem Clip selbst drin, macht aber nichts. Was ich wieder machen muss, ist einfach nur Apply Subtitles und dann aktualisiert sich das. Und beim Aktualisieren hat er jetzt trotzdem meine Anpassung hier übernommen. Natürlich, wenn ich ein neues Projekt anfange und das Template neu reinziehe, ist es wieder die Standardeinstellung. Aber so, finde ich, könnt ihr innerhalb einer Timeline sehr gut eure persönlichen individuellen Anpassungen vornehmen, dann einfach das nach hinten kopieren, am Ende noch einmal Apply Subtitles machen und ihr seid komplett sicher, dass es mit den Anpassungen überall übernommen wurde. Und apropos Anpassung an den Animationen, ihr könnt euch auch eure Änderungen, die ihr gemacht habt, wenn ihr die immer wieder benutzen wollt, als eigene Presets speichern. Das ist nicht super schwierig, aber es ist ein bisschen längerer Prozess. Das zu erklären würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen verlinke ich euch unten in der Infobox ein Video, wo das Ganze erklärt wird. Eine zusätzliche Funktion von CaptionCat ist, dass ihr euch direkt im Editor Social Media Safe Zones anzeigen könnt. Also Bereiche, wo ihr eure Untertitel besser nicht hinmachen solltet, weil sie sonst vielleicht von was anderem verdeckt werden. Ich habe dafür meinen Clip jetzt meine vertikale Timeline gepackt. Die Transkription ist weiterhin die von CaptionCat, also hier oben die, und die Vorlage drauf angewendet. Die Social Media Safe Zones findet ihr auch im Inspektor und dann eben hier unten. Und könnt als erstes die Plattform auswählen. Nehmen wir mal ein Instagram Reel. Was jetzt passiert ist, es ist so ein Overlay drauf. Das bedeutet, der Bereich, wenn wir das jetzt mal auf 1 machen, die Opacity, also die Deckkraft davon, der Bereich, der komplett schwarz ist, da sollte auf keinen Fall der Text hin. Warum ist es komplett außenrum? Das liegt daran, dass die Größe des Videos auf unterschiedlichen Handys manchmal unterschiedlich groß angezeigt wird, also unterschiedlich skaliert wird. Deswegen solltet ihr in dem Bereich auf keinen Fall was haben. Hier unten ist auch eigentlich immer ein Beschreibungstext. Hier oben ist auch immer irgendwas im Bild, wo der Text besser nicht hin sollte. Ihr seht aber auch, hier ist nochmal so ein grauer Bereich. In diesem Bereich ist teilweise etwas zu sehen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr sehr viel Beschreibungstext habt und euch den anzeigen lasst. Oder teilweise auch, wenn es ein gesponserter Clip ist, also wenn Werbung drin ist, springt der Text manchmal bis hier oben hin. Das bedeutet, in dem Bereich könnt ihr es reinpacken. Es kann aber unter Umständen sein, dass hier auch blockiert wird. In meinem Fall finde ich, sieht das jetzt nicht so gut aus. Ich ziehe es ein bisschen runter. Ich wäre jetzt mir sicher, dass ich nicht viel Beschreibung reinpacken werde. Und ich bin mir auch sicher, dass es kein gesponserter Post wird, also ich es nicht als Werbung deklariere. Und bevor ihr es exportiert, müsst ihr das hier erst nochmal auf None setzen. Ansonsten wird die Social Media Safe Zone mit rausgerendert und in euer Video reingebrannt. Aber kommen wir zum Fazit vom CaptionCat. Was finde ich gut, was fand ich nicht so gut, wem würde ich es empfehlen? CaptionCat macht das, was es macht,
extrem gut. Also die Transkription ist unfassbar stark. Die ist eigentlich immer signifikant besser als die von DaVinci Resolve. Mir gefällt auch noch sehr, sehr gut, dass man die Untertitel automatisch auf Englisch übersetzen lassen kann. Das ist wirklich eine coole Sache. Ein Kunde von mir ist ein YouTube-Channel, die machten Videos auf Deutsch und wollen aber auch immer englische Untertitel haben. Was ich gemacht habe, ist bisher, ich habe es mit DaVinci Resolve transkribieren lassen, habe die SRT-Datei exportiert, also die Textdatei mit dem ganzen Untertitelinformationen und muss das in Google Translate übersetzen. In Google Translate kann man aber maximal 1000 Zeichen auf einmal übersetzen lassen, was erstmal viel klingt. Aber wenn ihr schon mal eine SRT-Datei gesehen habt, werdet ihr merken, da sind sehr, sehr viele Informationen drin, die nicht Text sind, die aber trotzdem mitgezählt werden. Das heißt, ich musste immer einen Teil markieren, rüber kopieren, auf Englisch übersetzen, die Kopie wieder in die SRT-Datei und das Ganze mehrfach hintereinander, je nach Länge des Videos. Das Animieren der Untertitel ist super einfach. Man kann so unfassbar viel individualisieren und anpassen und man kann sich dann auch noch selbst die eigenen Templates bauen, was ich auch richtig gut finde. Die Menge an Templates ist die ist wirklich riesig groß. Da könnt ihr richtig viel rumspielen. Was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, was ich mir auch nochmal von Marmoworld habe bestätigen lassen, ist, wenn ihr das Transkript erstellt, passiert es komplett auf eurem Rechner, also komplett lokal. Das bedeutet, es werden keine Daten irgendwie ins Internet geschickt oder extern geteilt. Und das ist gerade, was Datenschutz angeht, natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass ihr die Transkription erstellen könnt, wenn ihr offline unterwegs seid. Also ihr braucht nicht den Anschluss an das Internet, um dieses Tool nutzen zu können. Mir wurde gesagt, die einzigen Fälle, wo man das Internet vielleicht ab und zu mal braucht, ist, es gibt so einen automatischen Abgleich, ob eure Lizenz noch gültig ist, beziehungsweise ob ihr die Lizenz noch habt und ob es Updates gibt. Aber ansonsten werden keine Daten irgendwie ins Internet geschickt. Was aber trotzdem gesagt werden muss, wenn ihr einen Apple-Rechner benutzt, dauert das Transkribieren einfach signifikant länger als bei DaVinci Resolve. Für mich ist es kein größeres Problem, weil das Transkribieren ist bei mir immer der letzte Schritt vor dem eigentlichen Export. Das heißt, es unterbricht meinen Workflow nicht sonderlich. Und ich denke mir auch, vor allem für Shortform-Content ist die Dauer von dem, was ihr transkribiert, nicht so lang. Das heißt, auch der Transkribierungsprozess wird nicht so lange dauern. Das Tool kostet $50 ungefähr, also ein bisschen unter 50 €, was auf jeden Fall verständlich ist, weil ich glaube, dass es technisch gar nicht mal so einfach ist. Das Tool muss natürlich auch immer geupdatet werden und da muss ich auch sagen, sind die wirklich hinterher. Mir ist ein Fehler aufgefallen, bei mir wurde eine Weile ein Transkript nicht erstellt. Ich habe da mit Marmoworld hin und her geschrieben und ein paar Tage später war eine neue Version da und seitdem funktioniert es einwandfrei. Auch gut finde ich, dass es eine einmalige Zahlung ist. Aber ja, wenn ihr Fragen zu CaptionCat habt oder allgemein zu DaVinci Resolve, schreibt es mir gerne und ansonsten bis zum nächsten Video. Die Social Media Safe Zones findet ihr auch in dem Okay, nochmal.